Fluggesellschaften wie Ryanair sind ja eher Mittel zum Zweck, also günstig reisen und schnell am Ziel ankommen. Aber wie verändert sich das Reiseerlebnis, wenn man alle möglichen Extras, die die Airline anbietet, dazu bucht? Zugang zu Lounge, Essen, Priority, mehr Platz und so weiter und so fort. Genau das habe ich mich gefragt und mit meinen beiden Freunden auf dem Weg von Berlin nach Budapest getestet. Und damit, Leute, einen wunderschönen guten Morgen hier aus Berlin in Deutschland, Berlin Flughafen, der BER. Ist mein zweites Mal erst in meinem ganzen Leben, dass ich von hier aus fliege. Aber seitdem ich das letzte Mal hier war, hat sich anscheinend wirklich noch was getan. Hier war damals noch recht viel Baustell. Sieht jetzt mittlerweile nach einem wirklich guten Flughafen aus, aber muss es ja auch so langsam dann mal sein, ne? Ich bin mit meinen zwei Kollegen da hinten unterwegs und habe heute Folgendes vor. Diese Airlines wie Ryanair, EasyJet, Wizz Air und sonst was, die verbindet man doch eigentlich alle nur mit Stress und hat da nie so richtig Bock drauf. Geht mir zumindest so. Und wenn ich an diese Farben von Ryanair denke, da sprießen sich schon meine Nackenhaare. Sagt man das so? Naja, auf jeden Fall fliegen wir heute Ryanair mit allen Extras, die man dazu buchen kann. Lounge, Fast Track, Essen, extra Legroom und sonst was. Und schauen mal, wie das wird. Ah, geil, Stativ. Das werde ich in Zukunft dann auch noch mit Wizz Air sicherlich irgendwann mal machen, mit EasyJet. Und dann vergleichen wir das mal, was die denn eigentlich so, wenn man es drauf anlegt, können. Also mit Ryanair starten wir heute ab nach Budapest. Ich freue mich. Der erste Trip in 2025 steht an. Wir müssen jetzt erstmal schnell hier zum Check-in, weil wir haben tatsächlich nur noch eine Stunde Zeit. Es ist gerade 4:30 Uhr und Boarding schließt um 5:30 Uhr. Let's go! So, wir haben hier jetzt natürlich auch die Priority Lane. Kurz zur Erklärung, an vielen deutschen Flughäfen kann man sich mittlerweile kostenlos einen sogenannten Timeslot buchen, mit dem man dann ziemlich schnell durch den Security-Check kommt. In Berlin nennt sich das BER Runway und ist für jeden komplett kostenlos. Über Ryanair kann man auch Fast Tracks buchen, diese kosten 5 Euro pro Person. So Leute, Check-in geschafft. So sieht es jetzt aus. Ich muss sagen, habe ich so jetzt hier, glaube ich, auch noch nie gesehen, wenn halt alles fertig ist am BER. Juhu! Das Coole hier ist, das geht auch mittlerweile an vielen anderen deutschen Flughäfen. Man kann sich auch einen kostenlosen Slot buchen für den Security-Check und dann muss man halt nicht anstehen. Kann man machen, wenn es halt voll ist. Bei uns habe ich es jetzt gemacht. Jetzt geht's weiter. Hier in die Tegel Lounge. Habe ich auch dazu gebucht. Hier ist sie. Ein Käffchen trinken. So Leute, auf dem Weg zur Lounge. Die Tegel Lounge, da war ich selber noch nie drin, ist auch eine Priority Pass Lounge. Kann man aber auch so buchen. Und da geht es jetzt rein für uns. Wir haben auch nur noch eine halbe Stunde, bis das Gate schließt. Und wir müssen noch zu Terminal 2 rennen. Aber soweit ich das jetzt richtig verstanden habe, ist die Lounge jetzt gleich da hinten. Und das Terminal 2 auch. Weil als ich das letzte Mal hier war, waren die Terminals, glaube ich, noch nicht miteinander verbunden. So, wir sind angekommen. Hier in der Tegel Lounge. Ist ganz nett, aber die ist wahrscheinlich auch immer, oder ich habe es gelesen, brachial überfüllt, wenn hier richtig Stoßzeiten sind. Wir sind jetzt quasi die ersten Gäste hier früh morgens. So, starten wir mal rein hier in der Tegel Lounge mit einem leckeren Cappuccino. Ein paar Säfte haben wir noch. So sieht das hier aus. Wir frühstücken jetzt hier schnell ein bisschen was. Ja, ist okay, ne? Ist auf jeden Fall alles andere als Ryanair-like. Ein paar Croissants. Im Flieger haben wir gleich auch Frühstück. So kann man doch entspannt auf einen Ryanair-Flug gleich zusteigen, schön vorher noch eine Kleinigkeit essen, sich einen Kaffee schmecken lassen. Warum nicht immer so? So, Lounge haben wir schon wieder verlassen. Jetzt geht es hier zu Terminal 2. Und hier sehen wir doch schon meine Lieblingsflieger. Einer neben dem anderen. Alter, stehen hier viele. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dann wollen wir mal auf den vermutlich entspanntesten Ryanair-Flug meines Lebens. Und Leute, bevor ich es vergesse, wollte ich euch noch ganz kurz den Partner des heutigen Videos vorstellen, weil da freue ich mich sehr drüber. Das ist nochmal Master School und warum das vor allem für die Jüngeren von euch sehr, sehr interessant sein kann. Mit Jünger meine ich so gerade Ausbildung, doofes Studium, was auch immer. Und warum ihr sogar einen MacBook bekommen könnt, das erfahrt ihr jetzt. Keine Sorge, ich wollte jetzt meine älteren Zuschauer nicht abschrecken. Auch ihr könnt natürlich von Master School profitieren und die kostenlosen AirPods und das MacBook erhalten. Denn Master School ist ein Weiterbildungsinstitut und vielleicht die Eintrittskarte für dich, um eine Karriere in der Tech-Branche anzustreben. Wir wissen natürlich alle, die ist sehr am Boom, Unternehmen wie Google, Meta und so weiter. Also Big Business. Ja, Big Business. Es werden Kurse in Softwareentwicklung, Datenanalyse, Cybersecurity und Digital Sales Marketing angeboten. Eigentlich kosten solche Kurse ja eine Menge Kohle, das Ganze wird allerdings aktuell durch den Bildungsgutschein des deutschen Staats gefördert und ihr könnt ganz kostenlos teilnehmen. Klickt dazu einfach auf den ersten Link ganz oben in der Videobeschreibung und füllt den Fragebogen aus. Danach erfahrt ihr dann, ob ihr die Voraussetzungen für den Bildungsgutschein erfüllt. Falls das der Fall ist, werden eure Studiengebühren komplett übernommen und ihr könnt ganz entspannt loslegen. Okay, ganz entspannt vielleicht
vielleicht auch nicht, man muss da schon Bock drauf haben, aber es passiert alles online. Es gibt einen 4-wöchigen Orientierungskurs, um so ein bisschen zu schauen, wo soll die Reise eigentlich hingehen, und den 14-monatigen Standardkurs, den kann man aber auch in Form von eines 8-monatigen Kurses beschleunigen, wenn man einfach so ein bisschen mehr Zeit hat oder auch ja, das Ganze einfach schneller abschließen möchte. Das ist dann der sogenannte Intensivkurs. Und das war's dann eigentlich schon. Also bring deine Karriere mit Master School mal so richtig in Form und starte am besten noch heute durch. Wenn du über meinen Link gehst und einen der Kurse startest, schenkt dir Master School kostenlose AirPods Pro. Das MacBook gibt es natürlich ebenfalls dazu und das darfst du auch nach erfolgreichem Kursabschluss behalten. Aber muss auch schon erfolgreich sein. Master School, vielen Dank fürs Sponsern des Videos und wir gehen jetzt zurück zum Flughafen. Schaut mal hier, ist schon Boarding, Punktlandung, Budapest, 6 Uhr. Müssen wir hier runter? Ja. Perfekt. Das hat doch super geklappt. Leute, wir hatten natürlich Priority Boarding, aber das bringt uns jetzt nichts mehr, weil es wird schon längst geboardet. Deswegen warten wir jetzt hier, bis wir als letztes ganz entspannt reingehen können, weil wir sitzen natürlich ganz vorne. So Leute, auf geht's ins Flugzeug. Jetzt ist der Schnee von heute Morgen irgendwie leider wieder weg, zumindest hier auf dem Rollfeld. Heute Morgen lag nämlich ein bisschen Schnee. Schaut euch mal diese ganzen Maschinen hier an. Alles Ryanair. Alter, was geht hier ab? Hab noch nie so viele auf einem Haufen gesehen. Anscheinend hat Ryanair diesen Flughafen neu für sich entdeckt. Das kann ja sein, weil ich habe gehört, die haben Düsseldorf-Weeze zugemacht. Kann das sein? Das war ja sonst immer dieser Ryanair-Hotspot. Schrecklich. Auf dem Flugzeug liegt noch ein bisschen Schnee. Wir können jetzt hier vorne rein. Hallo. So, da sitzen wir ganz vorne. Für die meisten Leute, so auch für mich, ist ja Ryanair eigentlich immer, wie schon oft gesagt, einfach ein Mittel zum Zweck. Man möchte günstig, schnell irgendwo hinkommen und quetscht sich dann irgendwo hinten rein und Komfort steht ja meistens dann ganz hinten an. Aber heute nicht. Heute kommen wir gut erholt in Budapest an, mit gefülltem Magen. Dein Platz ist übrigens der, weil der hier ist frei. Der Mittelplatz. Das ist so dumm. Ich würde das jetzt auch niemals privat machen, aber man kann sich einfach noch so Plätze dazu buchen. Da muss man dann extra Seat oder so musste ich eingeben und den habe ich jetzt einfach mitgebucht. Ich meine, das Flugzeug ist eh nicht ganz ausgebucht, von daher ist das jetzt nicht so schlimm, aber hier sitzt jetzt halt keiner. Es tut mir auch ein bisschen leid und ist mir unangenehm, aber so ist das, ne? Ich wollte es halt mal richtig drauf anlegen. Oder willst du doch lieber hier neben mich? Hier können wir gleich schön das Essen positionieren. Ich habe auch noch nie in meinem Leben bei Ryanair was gegessen. Yes. Wolltest du lieber ein Chocolate Croissant? So Leute, wir sind mittlerweile oben angekommen. Ich hoffe, ihr könnt mich gerade gut sehen. Wird sofort besser. Da hinten geht auch schon die Sonne auf. Und wir haben jetzt hier unseren Board-Service. Ja, also man muss wirklich sagen, das Beste vom Besten hier, Ryanair, First Class mäßig. Ich habe noch nie in meinem Leben zuvor bei Ryanair gegessen. Wir haben jetzt hier ein Chocolate Croissant. Diesen Wein habe ich jetzt einfach nur provisorisch bestellt, den trinke ich jetzt nicht. Bisschen früh, ein Cappuccino. Gleich kommt noch so ein Käsetoast, Baguette. Warum nicht, ne? So, probieren wir mal das Chocolate Croissant hier. Ja. Also wie schon gesagt, das Schokocroissant fand ich ganz lecker. Wir haben jetzt hier als nächstes den Cappuccino. Leon meinte, der schmeckt nach Gemüsebrühe. Also überhaupt nicht. Ey, zeig mal einmal das Käse-Dings hier. Alter, schaut euch das mal an. Wow. Lecker. Lass es hier schmecken. So, Moment. Ja, geht fit. 7 von 10. Ist lecker. So, jetzt bin ich mal gespannt hier auf den Cappuccino. Ich finde den Cappuccino eigentlich okay. Ja, schmeckt halt, ist halt Filterkaffee, ne? Aber was anderes kriegt man im Flugzeug meistens auch nicht. Nicht mal in einer, ich glaube, einen guten Kaffee im Flieger hatte ich eigentlich noch nie. Vielleicht bei Swiss in a First, der war, glaube ich, ganz gut. Und hier noch eben zur Erklärung, denn sobald man im Flieger sitzt, kann man via Bluetooth Essen und Drinks zum Platz bestellen und das habe ich natürlich fleißig gemacht. Der Bestellvorgang hat dabei echt erstaunlich gut funktioniert. Es gibt sogar ganze Menüs mit einer warmen Mahlzeit wie Curry, Lasagne oder Pizza und Snacks plus Getränk für 14 €. Die hatten an Bord nur leider fast gar nichts und anstatt der Pizza gab es dann einen Schokocroissant. Trotzdem habe ich 3 volle Menüpreise bezahlt. Getränke hingegen gab es bis zum Abwinken. Ich habe einfach mal alles Mögliche bestellt, auch für meine Kollegen. Es hat immer ganz lustig. Ich meine, für die ist es ja eigentlich Urlaub. Naja, auf jeden Fall hatten wir mächtig Spaß da vorne und der Flug verging echt schnell. So, jetzt gibt's Rubbellose. Ich habe mich immer schon gefragt, wer macht das? Wer kauft sich beim Ryanair-Flug wirklich diese Rubbellose? Aber heute ist es soweit. Bin wahrscheinlich der erste Passagier jemals. Einmal hier die Lose. 1 is 2 euros, 5 is
5 Euros and 14 10 Euros. Wer möchte denn hier ein bisschen rubbeln? Gib die mal Leon ein. Also Leute, das geht jetzt folgendermaßen hier mit den Rubbellosen. Man muss 3 gleiche aufrubbeln und dann hat man die Chance auf 1 Million Auto oder Autos und Cash und noch irgendwie mehr. Dann rubbeln wir mal los hier. Also ich habe jetzt hier alles aufgeribbelt, nur Nieten. Eine Niete nach der anderen. Meine Kollegen auch, alles Niete, ne? Wir brauchen noch mal welche. Nee, Spaß. So, als erster aus dem Flugzeug, ganz entspannt. Und da sind wir. Herzlich willkommen in Budapest. Yay! So Leute, wir sind mittlerweile hier schön in Budapest im Hotel angekommen und ich würde sagen, das war auf jeden Fall der entspannteste Ryanair-Flug mit Abstand meines Lebens. Oder? Auf jeden Fall, ja. Also wir sind hier schon tiefenentspannt angekommen, ne? Schon sehr gut. War schon gut. Ich wollte jetzt nur noch einmal kurz hier die Chance nutzen, um euch zu zeigen, was das gekostet hat, weil das ist ja auch eigentlich ganz wichtig. Ich habe es ausgerechnet. Wir hatten die Flüge an sich mit Priority so gesehen, also halt diesem schnelleren Boarding und dass jeder auch 2 Taschen mit an Bord nehmen kann. Dann hatten wir die Lounge. Wir hatten den Fast Track davor, der aber in Berlin sowieso mit drin ist, sonst kostet der 5 Euro pro Person. Wir hatten die More Legroom Seats, wir hatten neben uns kein Sitzen und wir hatten das ganze Essen, was ich teilweise vorher als auch während des Fluges dann noch geordert habe. Und insgesamt komme ich auf eine Summe von 489,50 Euro für uns alle 3 zusammen. Finde ich eigentlich, muss ich sagen, fair so, weil der Basispreis des Tickets lag bei 49 Euro und das waren jetzt halt mit den ganzen Extras. Also ungefähr 160 Euro pro Person. Ja, kann man machen, finde ich. Also wenn man mal entspannt mit Ryanair reisen möchte, macht es einfach so nach. Und ich werde das in Zukunft jetzt auch noch mit EasyJet und Wizz Air irgendwann mal machen. Und gibt es noch irgendeine Billig-Airline? Keine Ahnung. Aber checkt auf jeden Fall Master School ab, den Sponsor des Videos. Mega geil. Und wir sehen uns schon ganz bald wieder mit einem chilligen Video hier sicherlich auch aus Budapest. Und mal gucken, was sonst noch so kommt, weil wir haben noch einiges vor. Haut rein, Leute. Ciao.